18.000 Bunker, 400 Kasernen, über 600 unterirdische Anlagen. Das ist das Erbe, das die Wehrmacht in Deutschland hinterlassen hat. Und das sind nur die Orte, die offiziell erfasst wurden. Der Rest versiegelt, vergessen, bewacht. Über Anlagen, in denen Munition, Chemiewaffen und Dokumente lagern, unberührt seit 1945. 12 davon zeige ich dir heute. Mindestens einer davon liegt näher an dir, als du denkst. Fakt 1. Die giftigste Fabrik Deutschlands. Sprengstoffwerk Stadtallendorf. Mitten in Hessen, zwischen Marburg und Lauterbach, liegt eine Stadt, die ihren Namen einer Fabrik verdankt, über die kaum jemand spricht. Stadtallendorf wurde 1938 gegründet, nicht als gewöhnliche Gemeinde, sondern als Versorgungsort für das größte Sprengstoff- und Munitionswerk des Dritten Reichs. Die WASAG, Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff AG, und die DAG, Dynamit AG, produzierten hier ab 1939 gemeinsam Artilleriegranaten, Bombensprengköpfe und Treibladungen in einem Ausmaß, das selbst für damalige Verhältnisse extrem war. Über 17.000 Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge schufteten hier, viele von ihnen starben. Nach Kriegsende hinterließen die Werke rund 8 Millionen Kubikmeter kontaminierten Boden, durchsetzt mit TNT, Dinitrotoluol, Perchlorsäure und einer Vielzahl weiterer Kampfstoffe. Die Sanierung läuft seit den 1990er Jahren und gilt als eines der komplexesten Altlastenprojekte Europas. Mehrere Kernbereiche des ehemaligen Werksgeländes sind bis heute gesperrt. In bestimmten Zonen sind Bodengasaustritte gemessen worden, die selbst kurze Aufenthalte gefährlich machen. Wann eine vollständige Freigabe möglich sein wird, kann heute niemand sagen. Fakt 2: Düsenjäger aus dem Berg. Remag-Werk Kahla. Im thüringischen Saale-Holzland-Kreis, rund 20 Kilometer südlich von Jena, ragt der Walpersberg aus der Landschaft. Von außen ein unscheinbarer Hügel, bewaldet, still. Von innen eines der ambitioniertesten und grausamsten Rüstungsprojekte der letzten Kriegsjahre. Ab Anfang 1944 ließ die SS tief in den Kalkstein des Walpersbergs Stollen treiben, um dort die Serienproduktion des Messerschmitt Me 262 aufzunehmen, des ersten einsatzfähigen Düsenjägers der Welt. Die Organisation hinter dem Projekt hieß Reima HG, Reichsmarschall Hermann Göring Werke. Ein Name, der verschleiern sollte, was dahinter stand: Sklavenarbeit. Über 7000 KZ-Häftlinge wurden von Buchenwald hierher deportiert. Mindestens 2000 von ihnen überlebten die Arbeit nicht. Im April 1945 marschierten amerikanische Truppen ein. Was sie vorfanden, sicherten sie und sprengten danach die Hauptzugänge. Heute existieren noch mehrere Eingangsöffnungen, die zugemauert oder durch Gitter gesichert sind. Das Innere ist nicht zugänglich. Eine vollständige Kartierung der Anlage, inklusive aller Seitenstollen, hat bis heute nicht stattgefunden. Hast du schon mal von diesem Ort gehört? Oder gibt es in deiner Region ehemalige Wehrmachtanlagen, über die kaum jemand redet? Schreib's in die Kommentare. Mich interessiert wirklich, was ihr wisst. Fakt 3. Ein Berg voller Geheimnisse. Porta Westfalica. Wo die Weser die Weserkette durchbricht, nahe der niedersächsisch-nordrhein-westfälischen Grenze, liegt Porta Westfalica. Ein Ort, der für die meisten Deutschen mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal verbunden ist. Was tief unter diesem Denkmal liegt, ist weniger bekannt. Ab 1944 trieb die Wehrmacht in den Wiengebirgsrücken ein ausgedehntes Stollensystem, das als Untertageverlagerung für kriegswichtige Produktion dienen sollte. Philips, Dräger und weitere Rüstungszulieferer sollten hier bombensicher produzieren. Über 3000 KZ-Häftlinge aus dem Außenlager Porta, einem Außenlager des KZ Neuengamme, arbeiteten sich in den Sandstein. Die Bedingungen waren tödlich. Nach Kriegsende wurden mehrere Zugänge gesprengt oder zugemauert. Einige Bereiche übernahm die Bundeswehr zeitweise, andere blieben einfach sich selbst überlassen. Heute existiert ein kleiner zugänglicher Gedenkbereich I am äußeren Stollenring. Der Kern der Anlage ist strukturell nicht gesichert und für die Öffentlichkeit dauerhaft gesperrt. Was noch in den inneren Abschnitten liegt, Maschinenreste, Akten, technisches Material, ist nie systematisch inventarisiert worden. Fakt 4, wo Waffen ihre Grenzen suchten. Heeresversuchsanstalt Hillersleben.
In der Altmark, nahe der sachsen-anhaltischen Gemeinde Hillersleben, lag eine der wichtigsten Waffenprüfstellen der Wehrmacht. Auf einem weitläufigen Gelände zwischen Magdeburg und der Elbe testeten Heeresingenieure ab 1935 Artilleriegeschütze, Panzerabwehrwaffen, Geschosstypen und ab Kriegsbeginn auch schwere Haubitzen in scharfem Schuss. Der Boden ist nach jahrzehntelangem Beschuss mit Blindgängern und Schwermetallen gesättigt, das ist bekannt und dokumentiert. Was weniger bekannt ist, nach Kriegsende übernahmen US-Truppen das Gelände zunächst für eigene Tests, dann fiel es an die Sowjets. Die Rote Armee und später die NVA nutzten Hillersleben bis 1990 weiter. Was dabei an eigenen Hinterlassenschaften hinzukam, ist nicht vollständig erfasst. Nach dem Abzug der NVA übernahm die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und sperrte das Gelände. Kampfmittelräumdienste haben dort in den vergangenen 3 Jahrzehnten tonnenweise Munition aus mindestens 4 verschiedenen militärischen Nutzungsphasen geborgen. Wie viel noch am Boden liegt, ist nach aktuellem Stand unbekannt. Und wie viele Bodenproben radioaktiv belastetes Material zeigen, das bleibt in internen Berichten. Fakt 5 Berlins verborgene Übungszone. Truppenübungsplatz Döberitz. Keine 20 Kilometer westlich von Berlin zwischen Spandau und Elstall in Brandenburg liegt ein Gelände, das man aus der Luft gut erkennen kann. Ein unregelmäßiger, hellgrauer Fleck am Grünen, von Bäumen umgeben, ohne erkennbare Bebauung. Der Truppenübungsplatz Döberitz war ab 1895 Übungsgelände des preußischen Militärs und später einer der meistgenutzten Trainingsplätze der Wehrmacht. Bis zu 100.000 Soldaten wurden hier gleichzeitig stationiert, Panzer fuhren hier ihre ersten Übungsmanöver, Artillerie beschoss den Boden jahrzehntelang. Nach 1945 übernahmen die Sowjets auch dieses Gelände. Bei ihrem Abzug 1992 hinterließen sie neben den Spuren der Wehrmacht auch eigene Treibstoffeinlagerungen, Chemikalienreste und eine beträchtliche Menge nicht detonierter Übungsgeschosse. Heute ist das Kerngelände offiziell ein Naturschutzgebiet, der sogenannte Döberitzer Heide. Was damit aber auch gesagt ist, betreten verboten. Wer die ausgewiesenen Wege verlässt, riskiert eine Strafanzeige und bewegt sich auf Boden, dessen Kampfmittelbelastung in Teilbereichen bis heute nicht abschließend kartiert wurde. Fakt 6 Fabrik der stillen Vernichtung. Sprengstoffwerk Liebenau. Im niedersächsischen Landkreis Nienburg, am Wald zwischen Liebenau und der Weser, stehen seit über 80 Jahren Betonruinen, über die kein Tourismusführer schreibt. Das Sprengstoffwerk Liebenau nahm 1938 seine Produktion auf und gehörte zu den mittleren Fertigungsstandorten für Wehrmachtsprengmittel und Treibladungspulver. Über 3000 Arbeitskräfte, später zunehmend Zwangsarbeiter, arbeiteten hier in mehreren Produktionshallen, die bewusst verteilt und getarnt angelegt wurden, um Bombenangriffe zu erschweren. Nach Kriegsende besetzten britische Truppen das Werk und sprengten wesentliche Teile der Produktionsanlage. Was gesprengt wurde, ist dokumentiert. Was nicht gesprengt wurde, mehrere unterirdische Lagerkammern und Verbindungsgänge am östlichen Werksbereich, ist es nicht. Das Gelände befindet sich heute teilweise in Privatbesitz, teilweise in Landesforstbesitz. In beiden Fällen ist das Betreten nicht gestattet. Umweltmessungen aus den 1990er Jahren stellten erhöhte Nitratwerte am Grundwasser fest. Eine vollständige chemische Bodenanalyse des Ostbereichs wurde nie abgeschlossen. Die Ruinen stehen still am Wald, als hätte die Zeit aufgehört, als die letzten Sprengungen 1945 verklangen. Fakt 7 Treibstoff für den Krieg. Hydrierwerk Elsnich. An der Elbe, nahe der sächsischen Gemeinde Elsnich am Landkreis Nordsachsen, lag ein Ort, der für die Kriegsfähigkeit der Wehrmacht direkt verantwortlich war. Das Hydrierwerk der Braunkohle Benzin AG, kurz BRABAG, produzierte hier ab 1938 synthetischen Treibstoff aus Braunkohle, ein Verfahren, das Deutschland unabhängig von Rohölimporten machen sollte. Das Werk war einer der am schwersten bewachten Industriestandorte des Dritten Reichs, mehrfach Ziel alliierter Bombenangriffe und ab 1944 teilweise unter die Erde verlagert. Zwangsarbeiter wurden in großem Umfang eingesetzt. Nach Kriegsende übernahmen die Sowjets das Gelände und betrieben Teile der Anlage weiter, mit eigenen Anforderungen und ohne die Sorgfalt, die eine solche Chemieanlage erfordert hätte. Was beim Abzug zurückblieb?
Lösungsmittelreste, Benzolverbindungen, Schwermetalle in einer Konzentration, die das Gelände bis heute zu einer der belastetsten Industriebrachen Sachsens macht. Teile sind dauerhaft gesperrt. Die laufende Sanierung ist auf Jahrzehnte angelegt. Was in den unterirdischen Verlagerungsstollen noch vorhanden ist, ist in keiner öffentlichen Akte vollständig verzeichnet. Fakt 8. Der Giftgasexperte I. am Hinterhof. Heeresgarschutzschule Spandau. Im Berliner Bezirk Spandau, auf einem Gelände, das heute teils von Bundeswehr und teils von Berliner Behörden genutzt wird, befand sich zu Wehrmachtzeiten eine Einrichtung, über die selbst Fachhistoriker nur in Fußnoten schreiben. Die Heeresgarschutzschule Spandau war das zentrale Ausbildungszentrum der Wehrmacht für den Umgang mit chemischen Kampfstoffen. Hier wurden Offiziere und Unteroffiziere in Schutzmaßnahmen, aber auch am taktischen Einsatz von Gelbkreuz, Blaukreuz und anderen Kampfstoffen unterrichtet. Zugehörig war ein Laborbereich, in dem Kampfstoffeigenschaften praktisch erprobt wurden. Was nach Kriegsende mit den Laborinfrastrukturen, den Versuchsmaterialien und den Archiven dieser Einrichtung geschah, ist nicht lückenlos dokumentiert. US-Behörden sicherten Teile des Materials. Ein erheblicher Rest blieb vor Ort. Heutigen Untersuchungsanfragen an das Berliner Liegenschaftsamt wird mit dem Hinweis auf laufende Prüfverfahren begegnet. Für einen Ort in einer Großstadt inmitten eines dicht bebauten Bezirks ist das eine bemerkenswert unvollständige Antwort auf sehr konkrete Fragen. Fakt 9: Das Lager, das 2 Kriege überlebt hat. Zeithain. An der Elbe, zwischen Dresden und Riesa in Sachsen, liegt die Gemeinde Zeithain. Das Gelände um den heutigen Truppenübungsplatz hat eine Geschichte, die in 2 Epochen unterteilt werden kann, und in beiden ist Sterben der gemeinsame Nenner. Ab 1941 richtete die Wehrmacht hier das Kriegsgefangenenlager Zeithain ein, eines der größten und tödlichsten Stalags für sowjetische Kriegsgefangene. Über 30.000 Menschen starben allein am ersten Winter an Hunger, Kälte und vorsätzlicher Vernachlässigung. Das Lager hatte neben dem eigentlichen Gefangenenbereich auch umfangreiche Wehrmachtdepot- und Logistikbereiche mit unterirdischen Lagerkammern. Diese Depotbereiche wurden nach 1945 von der Sowjetarmee weitergenutzt und nach 1990 an die Bundeswehr übergeben, die das Gelände bis heute als Übungsgelände betreibt. Der historische Lagerabschnitt mit den Massengräbern ist teilweise als Gedenkstätte zugänglich. Was die Wehrmacht-Depotstrukturen darunter und daneben enthalten, ist nie öffentlich inventarisiert worden. Auch hier: militärisches Sperrgebiet, kein Zugang, keine Auskunft. Fakt 10: Verborgenes Arsenal der Lüneburger Heide, Muna Munster Nord. In der Lüneburger Heide, nördlich des Bundeswehrstandorts Munster, erstreckt sich ein Waldgebiet, das auf Karten unscheinbar aussieht, aber eine der dichtesten Munitionsbelastungen Deutschlands aufweist. Die Heeresmunitionsanstalt Munster Nord, kurz Muna Munster Nord, war zu Wehrmachtzeiten ein zentrales Einlagerungs- und Umschlagsdepot für Artilleriemunition, Fliegerbomben und, das ist belegt, auch für chemische Kampfstoffe. Senfgas, Phosgen, Clark I und Clark II wurden hier in erheblichen Mengen bevorratet. Nach Kriegsende wurden Teile dieser Bestände in die Nordsee versenkt, Teile vergraben, Teile von den Briten abtransportiert. Was genau in welcher Menge an welchem Ort des Geländes verblieben ist, hat bis heute keine abschließende Antwort gefunden. Kampfmittelräumdienste der Bundeswehr finden in diesem Gebiet regelmäßig Kampfstoffbehälter. Kein Jahr vergeht ohne Fund. Das Gelände ist großflächig gesperrt und wird durch Bundeswehrsicherung überwacht. Die Bohlen vor manchen Waldeingängen stehen seit Jahrzehnten. Und was hinter ihnen liegt, kommt Stück für Stück an die Oberfläche, ob man will oder nicht. Fakt 11: Das Archiv, das niemand öffnen wollte. Wehrmachtdepot Bernterode. Im April 1945 stießen amerikanische Soldaten Ipime am thüringischen Kalibergwerk Bernterode, nahe Heiligenstadt, auf etwas, das selbst erfahrene Offiziere sprachlos machte. Hinter einer frisch gemauerten Wand am Stollen fanden sie tausende geraubte Kunstwerke, Staatsbanner und Militärstandarten der Wehrmacht und die Särge von Friedrich dem Großen, Paul von Hindenburg, seinem Generalfeldmarschall August von Mackensen sowie eines unbekannten Soldaten. Die Wehrmacht hatte das Bergwerk als Tiefbunker für irreparables Kulturgut und staatstragende Symbole genutzt. Die Kunstwerke wurden abtransportiert, die Särge zunächst gesichert, später in die Marburger Elisabethkirche überführt. Was nicht abtransportiert wurde:
Erhebliche Mengen an Wehrmachtdokumenten, Registraturgut und technischen Unterlagen aus anderen Stollenbereichen des weit verzweigten Kaliwerks. Das Bergwerk hatte mehrere Ebenen und Verbindungsstollen zu benachbarten Schächten. Was in den nicht unmittelbar zugänglichen Tiefen des Werks verblieb, ist nie systematisch erfasst worden. Das Bergwerk ist heute nicht zugänglich. Fakt 12. Das Erbe unter der Erde, Wehrmacht-Munitionslager Clausthal-Zellerfeld. Im Oberharz, nahe der alten Bergbaustadt Clausthal-Zellerfeld, liegt ein Waldgebiet, das in keinem Reiseführer für den Harz auftaucht. Kein Wanderweg führt hindurch, kein Schild erklärt es. Die Wehrmacht hatte hier ab 1936 eines ihrer hochkapazitiven Munitionsdepots angelegt, eingebettet in das natürliche Kahlschlagmuster der Harzwälder und damit aus der Luft schwer erkennbar. Dutzende Lagerhallen, teils halb in den Boden eingelassen, verteilten sich über das Gelände. Was es von anderen Depots unterscheidet: Teile der Wehrmachtbestände wurden bei Kriegsende nicht geräumt, sondern in bestehenden Stollen und Schächten des nahen Altbergbaus versenkt. Unterirdisch, hinter Schutt und in alten Grubenbauen. Harzer Bergbauarchive dokumentieren entsprechende Einlagerungshinweise aus dem April 1945. Eine vollständige Bergung fand nie statt, weil der Zugang zu den betreffenden Altbergbauabschnitten technisch aufwendig ist. Was unten liegt, bleibt unten. Das Gelände ist gesperrt, das Altbergbausystem darunter versiegelt. Und der Harz, der für Wanderer so offen und einladend wirkt, trägt an dieser Stelle ein Gewicht, das seit 80 Jahren niemand gehoben hat. Wenn dieses Video dir Dinge gezeigt hat, die du nicht erwartet hattest, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Jede Woche decken wir auf, was hinter Zäunen, unter der Erde und hinter verschlossenen Türen verborgen geblieben ist. Drück auf die Glocke, damit du kein Video verpasst. Und schreib mir in die Kommentare, welcher dieser Orte hat dich am meisten überrascht. Ich lese jeden Kommentar. Dieses Erbe verschwindet nicht von selbst. Aber ohne Menschen, die nachfragen, bleibt es genau dort, wo es ist. Tief unter der Oberfläche, unberührt, ungesehen. Teile dieses Video, damit das nicht so bleibt.